Heute machen wir ein Brot ohne Hefe. Dieses Brot ohne Hefe, das müsst ihr nämlich nicht gehen lassen. Einfach zusammenmischen, backen, fertig. Und es schmeckt sogar total lecker. Was wir dafür brauchen, sind 500 Gramm Mehl. Davon nehmt ihr 300 Gramm helles Mehl. Ich habe in dem Fall jetzt Dinkelmehl 630 genommen. Ihr könnt aber auch Weizenmehl 550 nehmen. Auf jeden Fall ein helles Mehl und dann 200 Gramm Vollkornmehl. In dem Fall ist das jetzt Dinkelvollkorn. Ihr könnt aber auch Dinkel 1050 nehmen oder Weizenvollkornmehl. Dann haben wir hier 2 schwach gehäufte Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Öl, 380 Milliliter Wasser und ein Paket Backpulver. Ihr könnt das Brot von Hand vermischen, mit einem Handmixer machen. Ich benutze die KitchenAid und wir fangen jetzt auch direkt an. Wir beginnen damit, dass wir alle trockenen Zutaten zusammenmischen. Bei der KitchenAid füllt man zuerst die Flüssigkeit ein und dann das Mehl. Deshalb mische ich das jetzt hier separat zusammen. Das ganze Paket Backpulver. Das sind wie gesagt 2 schwach gehäufte Teelöffel. Jetzt fülle ich als erstes die flüssigen Zutaten ein. Das macht man bei der KitchenAid so. Das sind jetzt 380 Milliliter Wasser. Ich habe warmes Wasser genommen und 2 Esslöffel Öl. Und darauf kippe ich jetzt das Mehl. Ich habe den Teig jetzt bestimmt 5 Minuten richtig durchkneten lassen, sodass eine wirklich schöne, elastische, homogene Masse entsteht. Deshalb lasst ihn wirklich lang genug durchkneten und nicht einfach nur vermischen. Ich zeige euch das jetzt mal. Der Teig ist also wirklich richtig schön elastisch. Der ist nicht zu trocken. Ihr müsst schauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Vollkornmehl nehmt, was ihr natürlich machen könnt, dann müsst ihr aber ein bisschen mehr Wasser hinzufügen, weil Vollkornmehl natürlich mehr Wasser zieht als jetzt ein helles Mehl. Aber ihr seht, so sollte der Teig aussehen. Schön fluffig. Und wie gesagt, wir müssen ihn jetzt nicht gehen lassen, sondern wir können ihn jetzt sofort backen. Und das machen wir auch. Ich habe hier so eine schöne Brotform mir gekauft. Die hat die richtige Größe dafür. Die Form ist richtig gut beschichtet. Das heißt, ich muss da jetzt kein Öl reingeben. Ich streue einfach nur ein bisschen Mehl drauf. Ich streue jetzt, wie gesagt, ein bisschen Mehl auf den Boden. Das reicht. Wenn ihr eine andere Form habt, die nicht so gut beschichtet ist, dann verteilt ihr vorher ein bisschen Öl, ein bisschen Mehl und dann einfach den Teig reinfüllen. Für die Optik streue ich immer Mehl drüber. Das sieht einfach schöner aus. Ich habe den Ofen jetzt vorgeheizt auf 200 Grad Ober-Unterhitze und darin backe ich das Brot jetzt für 40 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Vor dem Backen schneide ich das Brot jetzt noch mal ein bisschen ein. Das sieht einfach immer schöner aus. So. Das Brot ist fertig. Wie man sieht, ist es schön aufgegangen.
Ihr macht den Klopftest, dann könnt ihr auch sicher sein, dass das Brot durch ist. Ich lasse das Brot jetzt erstmal auskühlen und dann schneiden wir das gemeinsam an. Das Brot ist jetzt ein bisschen ausgekühlt, ist noch warm, aber wir schneiden es jetzt mal gemeinsam an. Oh ja, das sieht super aus von innen und richtig knusprig. Hört mal. Schmeckt auch super. Probier mal. Schmeckt es dir? Mhm. Super, ne? Mhm. Lecker. Also wirklich ein tolles Brot.